Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles & Marcel. Heute geht es endlich einmal wieder mit Lufthansa in der First Class von München nach Boston und das Ganze sogar im legendären A380. Jetzt gerade sitze ich noch in der First Class Lounge hier in München, aber nicht mehr lange, denn das Boarding ist in 5 Minuten. Ich muss jetzt schnell los und alles weitere für euch jetzt im Video. Ganz viel Spaß. Offensichtlich hatte ich mir in der First Class Lounge doch etwas mehr Zeit gelassen, denn ich war der letzte Gast in der First Class und habe so erstmal meinen Rucksack vorne im Ottoman verstaut. Wie bei Lufthansa in der First Class typisch, gab es natürlich eine echte Rose am Platz. Es geht los. Zur Begrüßung gab es ein paar Macadamia-Nüsse und ein Welcome Drink, Champagner, Orangensaft, was man haben möchte. Ich habe natürlich eine Cola Light genommen. Als Gast der Lufthansa First Class erhaltet ihr einen Voucher für das Internet. Dieser ist für den gesamten Flug gültig und nicht limitiert. Das heißt, ihr genießt wirklich den gesamten Flug über langsames, aber stabiles WLAN. Jetzt nur noch schnell den Sicherheitsfilm gucken und dann ging es auch schon los Richtung Boston. Nach dem Start ist es möglich, den Sichtschutz zum Gang hochzufahren.
Hiermit genießt ihr etwas mehr Privatsphäre, auch wenn der Sitz nach oben hin offen ist und nicht eine geschlossene Suite bietet. Wenn man dort sitzt, fühlt es sich aber doch etwas privater an, als es hier vielleicht auf der Kameraaufnahme aussieht. Und natürlich wurde auch ein heißes Tuch gereicht, das tut immer sehr gut, wie ich finde. Und damit auch noch einmal persönlich herzlich willkommen aus der First Class von Lufthansa. Wir sind nicht ganz pünktlich gestartet, aber das macht nichts. Wir kommen trotzdem pünktlich in Boston an und der Flug ist jetzt schon großartig. Wir sind gerade mal 25 Minuten, 30 Minuten in der Luft. Und es wird die ganze Zeit sich um einen gekümmert, schon vor dem Start. Es gibt sehr, sehr viele schöne Dinge, die ich euch gleich zeigen werde, die man hier erhält. Und hinten hört man jetzt schon, wird das Essen vorbereitet. Und ich freue mich einfach auf einen so ungefähr noch 7-stündigen Flug nach Boston und werde euch hier alles so gut wie möglich zeigen. Denn die First Class ist ausgebucht. 8 Passagiere sind hier. Und dementsprechend muss ich auch natürlich mal ein bisschen gucken, dass ich niemanden filme, dass ich nicht ganz so laut spreche. Aber ich hoffe, dass ihr mich dank des Mikros einigermaßen gut verstehen könnt. Ihr bekommt vor dem Start einmal ein paar wunderschöne Slipper. Die kenne ich schon von einem früheren First-Class-Flug. Das sind die bequemsten Slipper, die ich je in einem Flugzeug bekommen habe. Ich würde fast sogar sagen, überhaupt irgendwo. Dann gibt es hier einen Teil vom Funlac Schlafanzug. Es handelt sich hier um die Hose und das Oberteil farblich passend. Vermute ich zumindest mal. Gucken wir uns das nachher im Verlauf des Fluges einmal an. Und es gibt das Vanity Kit, aktuell von Porsche Design. Und das werden wir uns natürlich auch noch einmal im Detail anschauen. Wobei ihr seht eigentlich schon fast alles, was hier drin ist. Ja, reicht auch, oder? War natürlich nur Quatsch. Das gucken wir uns natürlich nachher noch einmal im Detail an. Jetzt heißt es aber erst einmal die Slipper anziehen und den Service hier im Flug genießen. Und soeben kam ein kleiner Gruß aus der Küche. Es gibt eine Achtelbrust mit Quinoa. Zu eurer Linken und zu eurer Rechten befinden sich jeweils ein paar Bedienelemente, die ich euch gerne natürlich auch noch einmal genauer zeige. Zu eurer Linken befindet sich einmal die Fernbedienung für das Board Entertainment Programm. Diese ist, ja, wie man sehen kann, sehr veraltet, aber macht nichts Sinn. Das ist das Board Entertainment Programm auch und insofern passt es ja ganz gut zur Fernbedienung. Klang jetzt ein bisschen gemein, oder? Aber es ist schon wirklich erstaunlich. Die Lufthansa First Class hat auch hier im A380 wirklich unfassbar kleine Monitore. Man ist da einfach inzwischen etwas anderes gewohnt von anderen Airlines und nicht nur, dass der Monitor sehr klein ist, auch die Auflösung ist sehr gering und auch das Menü ist einfach total überholbedürftig, aber da wird mit der neuen Lufthansa First Class und Business Class Allegris auch da etwas kommen und das ist dringend notwendig. Insofern, man hat ja auch heutzutage sein Tablet selber dabei und kann dann auch einfach sich seine eigenen Serien anschauen, aber ich gucke natürlich nachher nochmal nach, was sich hier denn aktuell so an Bord für einen Film, den ich ja nicht gesehen habe, befindet. Als Schnellauswahltasten könnt ihr hier eine Pause machen. Ihr könnt laut und leiser, ihr könnt den Kanal wechseln oder ihr könnt auch einmal das Flugpersonal wechseln. Zu eurer Rechten gibt es ein paar Schnellauswahltasten für den Sitz. Ihr könnt das Ganze in eine Lounge-Position bringen oder ähnliches. Und ihr könnt auch den Sitz wirklich ganz nach Belieben verstellen. Und hier habt ihr jede Menge Auswahlmöglichkeiten für die Kopfstütze. Ihr könnt den Ottoman nach vorne schieben oder wieder zurück. Die Beinauflage, ihr könnt die Länge bestimmen. Ihr könnt die Sitzfläche verändern. Ihr könnt die Sitzfläche, die Höhe da verändern. Und ihr könnt natürlich, wie ich schon gezeigt habe, den Sichtschutz zum Gang rauf und runter schaffen. Ihr findet hier oben im Upper Deck auch noch diverse Ablagemöglichkeiten. Hier gibt es zum Beispiel einmal eine Verstaumöglichkeit für die
Kopfhörer. Das finde ich übrigens, auch wenn die von Bose sind, überhaupt nicht schön, wenn die einfach irgendwo so reingedrückt werden, sondern ich mag das, wenn die ja schön verpackt sind, zumindest in der Lederverpackung. Hier ist eine Ablage und hier auch noch eine ganz große und da hinten noch etwas für eine Wasserflasche. Dankeschön. Und es wurde eben auch schon eingedeckt, das Ganze ungefähr 50 Minuten nach Start. Und es gibt fantastisches Knoblauchbrot, es gibt Butter, wahlweise auch Olivenöl. Ihr bekommt Pfeffer aus der Mühle, ihr bekommt Salz, Streusel aus Salzmühle, und Wasser, ein servierten geschickten Serviettenring und ein Getränk eurer Wahl. Und so schlecht, wie es jetzt hier auf der Kamera aussieht, ist es auch in der Realität. Man kann das Bild wirklich kaum erkennen vor lauter Spiegelung und man müsste die Kabine wahrscheinlich schon wirklich komplett abdunkeln. Keine gute Lösung. So, und hier befinden wir uns jetzt in den Waschräumen von der A380. Geräumig und riesengroß. Hat nicht wie zum Beispiel Emirates eine Dusche an Bord, dafür aber zum Beispiel ein Pissoir. Schaut selbst. Ihr findet hier zum Beispiel Handdesinfektionstücher, Rasierer, es gibt Abschminktücher, es gibt Erfrischungstücher, Handcreme, es gibt Evian, Erfrischungswasser fürs Gesicht. Natürlich auch hier eine echte Hose. Es gibt außerdem noch ein paar weitere Amenities. Ihr habt hier noch mal ein bisschen mehr Evian-Wasser und ihr habt auch hier Mundwasser, falls es etwas schneller gehen soll als Zähneputzen. Die Becher, Handtücher, Tücher, ja, und das ist es schon fast. Schauen wir noch einmal ganz kurz in die Schubladen. Hier gibt es dann noch einmal auch noch ein paar Rasierer. Es gibt Rasierschaum, Erfrischungstücher nochmal und hier gibt es noch einen Kamm und nochmal diverse Erfrischungstücher. Hier bleiben also wenig Wünsche offen, den Rest findet ihr ja im Amenity-Kit. Und außerdem habt ihr hier also auch wirklich noch jede Menge Platz, euch bequem umzuziehen. Ihr könntet theoretisch mit 2, 3 Menschen hier problemlos euer Geschäft verrichten, aber wer will das schon? Und auf jeden Fall ist es wirklich ganz großartig, dieses Gefühl von Freiheit zu haben. Wenn auch die Singapore Airlines Suites Toilette doch etwas beeindruckender ist, wenn ihr mal vergleichen wollt. Da gab es das Ganze mit Schwimmspiegel und ähnliches. Den Link zum Video findet ihr, klickt einfach auf das i, dann werdet ihr dahin geführt und dann kann man sich auch nochmal anschauen. Das duftet ganz, ganz herrlich. Ich bin sehr gespannt, wie es schmecken wird. Optisch auch wirklich ein Kracher. Jetzt gucken wir mal, wenn ich es aufgespießt kriege. Ja, ist ja lecker. Bisschen trocken vielleicht, aber das mache ich gleich mit der Soße ein bisschen wett. Ich liebe Knoblauchbrot, und das ist so schön, wenn man das so bekommt.
unangenehm für die anderen Kiste. Aber Gott sei Dank sitzt ja niemand so dicht an mir dran. So, das Eis schmilzt schon. Also sollte ich jetzt schnell meinen Tarte Tatin essen. Und gucken wir mal. Oh. Der hätte gerne mehr Eis drauf sein können. Schmeckt sehr lecker. Und schauen wir einmal, wie das Tart, der Tart, dem Tart, des. Mal gucken, wie der Kuchen ist. Jetzt ist auch klar, warum das Eis schmilzt. Der Apfelkuchen ist warm gemacht. Sehr, sehr lecker mit Streuseln oben drauf. Ich bin ja so ein Dessert-Typ, ne? Das sag ich ja. Wie ein warmer Apfelkuchen. Der Tisch lässt sich übrigens ganz einfach und bequem nach vorne schieben, sodass wir wirklich hier problemlos aufstehen können. Das sieht jetzt auf der Kamera vielleicht gar nicht so weit weg aus, aber es ist wirklich weit weg. Und man kann den Tisch auch wieder ganz dicht an sich ranziehen, um das Essen dann auch bequem zu genießen. Ich habe mir übrigens eben noch einen Tee bestellt, einen Pfefferminztee, weil meine Stimme so ein bisschen angeschlagen ist. Und da dachte ich, das wäre doch eine gute Idee, jetzt noch mal was für die Stimme dann zu tun, ein bisschen Tee trinken. Und ich persönlich mag es gerne, Pfefferminztee zu trinken, aber mit so ein bisschen was Süßem, und zwar Honig. Und dann habe ich mal gefragt, ob es Honig an Bord gibt. Und da sagte dann sofort der Flugbegleiterin, wir haben jetzt ja kein Frühstück auf diesem Flug, aber es könnte sein, dass wir für den nächsten Flug was geladen haben. Und guckte mal, und tatsächlich gab es Honig, hat man für mich rausgesucht, und finde ich ganz toll, wie man sowas macht. Ich würde so ein Herzchen, das Herzchen nehmen, und wenn ich noch darf, noch so ein Täfelchen. Dankeschön. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, welche Auswahl ihr an Pralinen habt, hier ist sie, die aktuelle Auswahl von Pralinen in der First Class von Lufthansa. So, und ich habe mich jetzt entschieden, mich nicht komplett umzuziehen. Ich werde das Oberteil wechseln und werde einmal schauen, wie mir der neue Schlafanzug von Verlag hier in der First Class gefällt. Und dann geht es ins Bett, und im Idealfall kann ich 2-3 Stunden jetzt noch schlafen und damit den Zeitunterschied schon mal versuchen auszugleichen. In Boston sind es, glaube ich, 6 Stunden früher als in Deutschland. Und so sieht das Schlafanzug-Oberteil jetzt aus. Ich finde, es ist sehr bequem, sehr interessanter Schnitt. Das kann man auch dann hinterher privat mal gut tragen. Und jetzt freue ich mich auf einen kurzen, aber hoffentlich erholsamen Schlaf. Guten Morgen, ich bin wieder wach. Guten Morgen, ist auch gut. Es ist jetzt Ortszeit, Boston 16:40 Uhr, und wir landen ungefähr 1 Stunde, 20 Minuten. Und ja, ich habe geschlafen, eine gute Stunde, wir haben ein bisschen rumgedöst. Es war sehr warm in der Kabine, ich habe dann irgendwann mal nachgefragt, und die Temperatur wurde dann auch ein bisschen runtergeregelt. Höchste Zeit, noch einmal ins Amenity-Kit zu schauen. Dieses ist, wie bereits vorhin gesagt, vom Porsche Design. So sieht das aktuelle Amenity-Kit in der First Class von Lufthansa aus. Durchsichtig. Und wir gucken mal rein, auch wenn man das von außen machen könnte. Aber natürlich noch einen näheren Blick werfen auf die verschiedenen Artikel. Was haben wir hier? Wir haben
ein schönes Schleifchen. Wir haben einen Schuhanzieher, einen Schuhlöffel aus Holz. Wir haben eine Schlafbrille und zwar ein Porsche-Design. Das ist natürlich mal ganz interessant. So ein bisschen aufreißen und so sieht die dann aus. Das ist natürlich wirklich sehr lustig. Normalerweise, guck mal, ihr könnt jetzt sehen, wie es aussieht. Ich sehe es nicht, ich kann mir das später dann mal anschauen. So ist also aktuell die Schlafbrille. Auch mal witzig, was anderes zu machen. Dann haben wir hier Socken und die Cover für die Kopfhörer, die ich gar nicht genutzt habe auf diesem Flug. Dann haben wir hier noch einen Pfefferminz. Wir haben eine Bürste zum Aufklappen. Und zack, so fest. Kann man sich ein bisschen schick machen und wieder zusammenklappen. Sehr praktisch. Wir haben hier ein kleines Döschen mit Earplugs, wenn man die Geräusche der anderen Gäste ausblenden möchte. Ich muss ehrlich sagen, so viele Geräusche gab es nicht. Dann haben wir hier eine Lufthansa First Class Zahnbürste, neuerdings aus Holz, ich vermute mal Bambusholz oder ähnliches. Ist das dann hergestellt, etwas ökologischer. Und wir haben eine Bodycreme und eine weitere Feuchtigkeitscreme von Augustinus Bader. Also aktuell nicht von L'Occitane, sondern Augustinus Bader. Und das ist alles, was ich hier drin finde, eine ganze Menge und alles Wichtige dabei. Auf jeden Fall eine sehr schöne Tasche dann zum Nutzen für weitere Flüge. Und das war auch schon fast mein Flug in der Lufthansa First Class von München nach Boston im A380. Was habe ich für diesen Flug bezahlt? Ich habe bezahlt mit Miles & More Meilen und habe dort den Flex Plus Tarif genutzt. Dafür waren 115.000 Miles & More Meilen notwendig und noch eine Zuzahlung in Höhe von ungefähr 135 Euro. Wenn ihr knapp 400 Euro an Zuzahlung da ausgeben möchtet, dann braucht ihr nur in Anführungszeichen 91.000 Miles & More Meilen. Kommen wir zum Service. Hier habe ich wirklich nichts auszusetzen. Die Flugbegleiterinnen waren freundlich und haben sich um mich gekümmert. Das Essen war okay. Es war nicht das beste Essen, was ich je in einem Flugzeug hatte, was man vielleicht bei einem First-Class-Flug vielleicht schon erwarten würde, dass es besonders gut ist. Hier habe ich jetzt keinen großen Unterschied feststellen können gegenüber einem Essen in der Business Class. Das Amenity-Kit hat die Sachen enthalten, die man von einem Amenity-Kit erwartet. Allerdings hatte es nicht dieses gewisse Extra, was man vielleicht auch beim First-Class-Flug erwartet, dass es zum Beispiel wie in der Vergangenheit einen Remover-Koffer gibt und nicht nur einfach ein durchsichtiges Set. Auch wenn Porsche-Design draufsteht, sieht das Ganze natürlich doch deutlich langweiliger aus als zum Beispiel ein Remover-Koffer. Ansonsten bleibt nur zu sagen, dass ich mich wirklich auf das neue Produkt Allegris freue, wenn es denn irgendwann in die Flugzeuge eingebaut wird. Denn vor allem der Fernseher, das Entertainment-Programm, ist überhaupt nicht zeitgemäß und schmälert doch ganz schön den Genuss eines First-Class-Fluges. Insgesamt hatte ich aber einen wirklich guten Flug und bin erholt und zufrieden in Boston angekommen. Ich hoffe, ihr seid auch mit diesem Video zufrieden. Wenn ja, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst, abonniert doch gerne diesen Kanal. Und da manchmal neue Videos ein paar Wochen auf sich warten lassen, lohnt es sich in jedem Fall die Glocke zu drücken, so werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt, sobald ein neues Video online ist. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich schon auf ein Wiedersehen beim nächsten Video. Alles Gute, euer Marcel.